Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Envy X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer steht bei diesem Gerät auf der Rückseite, sogar einigermaßen gut zu lesen hier unten. Und mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile direkt für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display ja ein Touch-Display ist. Das bedeutet, man muss das Display mit der kompletten Einheit zusammen austauschen und dementsprechend natürlich die Unit auch abbauen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man als erstes mal alle Schrauben rausnehmen. Und hier ist es so, es gibt eine sichtbare Schraube hier vorne und die anderen Schrauben befinden sich unter den Gummischienen. Und zwar die hintere Gummischiene muss man komplett abnehmen. Hier vorne reicht es allerdings, wenn man die nur ein bisschen aufklappt quasi, weil hier nur an den äußeren Stellen Schrauben sind. Und bei den Gummischienen ist es so, da kann man versuchen mit den Fingern drunter zu kommen und das dann abzuziehen. Sollte das mal nicht so gut gehen, kann man sich auch eine kleine Hilfe nehmen und dann da drunter hebeln. Und hier muss man einfach nur aufpassen, dass man die Gummischiene an sich nicht von dem Klebeband trennt. Und dann kann man die nach oben hin abziehen und kommt so an die Schrauben ran. Zum Aufmachen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und bei dem Modell ist es so, die eine Schraube hier vorne ist etwas kürzer und dafür braucht man einen T5 Aufsatz. Das ist nämlich eine Torx-Schraube. Und für die restlichen Schrauben, die unter den Gummischienen sind, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Dafür nehme ich ein PH0. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die Unterseite eigentlich mit dem Gehäuse verbunden ist. Denn da müssen wir dann auch rein, um eine Öffnung zu finden. Und das kann man hier ziemlich gut sehen. Und die läuft jetzt einmal um das Gerät herum, auch auf der Rückseite. Und zum Öffnen benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu finden. Und in dem Fall versuche ich das jetzt von der Rückseite. Und da gehe ich zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite und versuche die dann ein bisschen nach oben zu hebeln. Und das funktioniert hier auch ziemlich gut. Und mit ein bisschen Wippen und hin und her rutschen. Das knackt und knirscht auch immer relativ stark. Da muss man aber keine Angst haben. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich hier lösen. Und so gehe ich einmal um das Gerät herum. Auch an der Seite, man kann oft schon mit den Fingern drunter fassen und das mit ein bisschen Wippen abziehen. Wenn das nicht so gut geht, dann macht man einfach an den anderen Stellen weiter. Und dann kann man das so wie hier irgendwann einfach mit den Fingern abziehen.
zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und in dem Fall ist der Akku hier über eine Steckverbindung direkt mit dem Mainboard verbunden. Das heißt, wir nehmen den einfach komplett raus und dafür lösen wir diese Schrauben hier und schlagen gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und von der Steckverbindung abziehen, nach oben hin, und dann eben auch gegebenenfalls tauschen. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD ist. Vielleicht ist hier auch eine verbaut. Wenn hier keine drin ist, dann muss man das Adapterkabel und Gehäuse mit dazu bestellen. Und das wird dann hier über einen Kippschalter mit dem Mainboard verbunden. Wir sehen direkt hier drüber ist eine relativ große Abdeckung und unter der ist in dem Fall die SSD und der RAM. Dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Falls hier eine GPU verbaut ist, wird er auch die noch mitkühlen. Und da sehen wir das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Direkt unter dem Akku sieht man hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und das kann man, wie eingangs erwähnt, auch einzeln tauschen. Und dafür muss man nur diese 3 Schrauben hier lösen und das Kabel, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, trennen. Und das ist mit einem Kippschalter verbunden, also nicht einfach an dem Kabel ziehen. Den klappt man zuerst so nach oben. Und dann gibt er das Kabel frei und dann kann man das einfach rausziehen. Das ist auch hier noch ein bisschen aufgeklebt. Und dann kann man das Touchpad nach oben hin rausnehmen. Beim Wiederverbinden einfach nur darauf achten, dass das Kabel hier wieder richtig drin steckt. Dafür sind auch die Linien, die man da drauf sehen kann. Schauen, dass der wieder nach oben geklappt ist. Und dann steckt man das genau rein. Klappt den Stecker wieder zu, wenn er will. So, und hat das erledigt. Wie vorhin erwähnt, ist RAM und SSD unter dieser Abdeckung. Das heißt, die muss man erst wegnehmen. Und hier ist auch noch ein Klebeband drüber. Das ziehen wir jetzt auch mal schnell ab. Und die Abdeckung an sich, die sitzt hier einfach auf so kleinen Clips. Das heißt, die kann man einfach nach oben hin abziehen. Und da kann man entweder mit den Fingern drunter greifen und versuchen, die abzuziehen. Wenn man nicht so lange Fingernägel hat, kann man sich auch eine kleine Hilfe nehmen. Da auf jeden Fall schauen, dass man nur da aufhebelt, wo auch nichts weiter auf der Platine ist, dass da nicht irgendwas verlötet ist, was man versehentlich kaputt macht. Ich probiere das jetzt an den beiden Stellen. Und dann lässt sich die eigentlich relativ problemlos nach oben hin abnehmen. Und hier sehen wir jetzt die beiden RAM-Slots und die lassen sich super einfach tauschen, also der Slot nicht, aber der RAM. Da muss man nur die beiden silbernen Klammer hier so ein bisschen nach außen ziehen. Er springt einem förmlich entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot nehmen. Und der Einbau ist genauso einfach. Wieder in den Slot zurück, das Ganze nach hinten und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ausbau der SSD ist hier genauso einfach. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die rausgenommen hat, kann man die SSD auch hier einfach aus dem Slot ziehen und eben auch austauschen. Und umgekehrt kommt die einfach wieder hier rein, wird ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Die Abdeckung steckt man jetzt einfach von oben wieder auf die Clips drauf. Und ja, das kann manchmal ein bisschen friemelig sein, aber
Wenn man genau von oben drauf gucken kann und die Kamera nicht im Weg ist, dann ist das auch viel, viel einfacher. Dann machen wir das Klebeband wieder drüber und ja, schon hat man das. Bei dem Lüfter ist es hier so, man kann den nur zusammen mit dem Heatsink tauschen, den gibt es also nicht einzeln. Das ist aber trotzdem relativ einfach. Der Lüfter an sich wird nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten und dann braucht man noch vom Heatsink diese 4 Schrauben zu lösen und vorher auf jeden Fall auch das Lüfterkabel trennen und dann kann man das nach oben hin rausnehmen. Bei dem Lüfterkabel ist es einfach so, den kann man hier so ein bisschen nach hinten ziehen, wenn das schwer geht. Die Kabel sind so dünn, ich fühle mich da immer nicht so wohl, würde ich den Stecker eher seitlich fassen und dann rausziehen. Und genau, dann kann man den ganzen Heatsink nach oben hin rausnehmen. Bei dem neuen einfach schauen, ob Kühlpaste mit dabei ist, ob man neue Kühlpaste braucht oder dazu bestellen muss. Und umgekehrt genauso wieder einbauen. Also ziemlich einfach hier. Gibt auch nicht viele Kabel, die da drum rumlaufen. Kann man super schnell selber machen. So, den Akku kann man wieder in das Gehäuse zurücklegen. Und dafür gibt es auch hier unten so eine kleine Führungsöffnung. Und das kann man dann genau hier drauflegen. Einmal links, einmal rechts. Und dann liegt das direkt schon wieder auf dem Gewinde. Hier auf jeden Fall das auch wieder draufdrücken, dass die Verbindung da ist. Und dann ja, muss der nur wieder verschraubt werden und arbeitet danach hoffentlich wieder tadellos. So, die Unterseite legt man einfach wieder auf das Gerät und drückt die nach unten. Und das kann man ruhig, da kann man feste zudrücken, dass alle, auch in der Mitte hier, alle Einraststellen wieder einspringen. Ich gehe am Ende dann auch einmal um das Gerät und schaue, dass wirklich alle Lücken zu sind und keine Öffnung mehr zu sehen ist. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben und da auf jeden Fall darauf achten, dass man hier vorne dann eben auch den Aufsatz wechselt und wieder für die Torx-Schraube einen T5 nimmt. Und bei den Gummischienen ist es so, falls die dann irgendwann mal nicht mehr richtig kleben, kann man neues beidseitiges Klebeband kaufen und die so neu befestigen. Alternativ dazu kann man natürlich, ist vom optischen her jetzt vielleicht nicht das Schönste, aber die Gummischienen einfach weglassen und sich Gummifüße kaufen, die man dann oben und unten, funktioniert genauso gut, sieht halt nicht so schön aus. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.